Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Price Rangers. Mein Name ist Ranger Michi. Mein Name ist Ranger Paul. Und wir stellen euch heute die Epiphone / AFD LP Outfit in der Farbe Amber vor für 179 €. Aufgepasst, liebe Wutbürger, AfD steht an dieser Stelle nicht für eine zwielichtige Partei, sondern für die Abkürzung Appetite for Dampfnudel. Genau, die Signature-Gitarre des Gitarristen von Guns N' Roses, Slash. Der Korpus dieser Epiphone besteht aus Mahagoni, die Decke aus AAA Riegelahorn, das Griffbrett aus Palisander, der Hals ebenfalls Mahagoni, er besteht nicht aus einem Stück. Die zwei Humbucker Pickups sind wie bei einer originalen Les Paul. Allerdings wurde ein Volume Putty und ein Ton Putty gespart. Der Dreiwegschalter ist wie beim Original. Dafür als Entschädigung wurde uns ein Tuner im Rahmen des Bridge Pickups spendiert. Also ich kann den Spirit von Slash noch nicht wirklich aus der AfD Les Paul entfesseln. Aber Ranger Paul ist der größte Guns N' Roses Fan auf der ganzen Couch. Die Clean Sounds überzeugen mich persönlich auch noch nicht so ganz. Dazu kommt, dass sie für meine Begriffe schwer zu spielen ist. Und ab Werk wurde leider auch die Intonation nicht richtig eingestellt. Zum einen gefällt mir, dass sie eigentlich exakt so aussieht wie eine Gibson Les Paul / AfD, wenn man nur weit genug weggeht. Des Weiteren ist die Bridge vorbildlich gearbeitet, die Saiten sitzen bombenfest, man kann sie sehr heftig bearbeiten und nichts rutscht. Die Pickups, naja, aber der Onboard-Tuner macht es natürlich sehr leicht, schnell überall ein Stimmgerät parat zu haben. Was außerdem noch positiv ins Auge fällt, ist der ausgiebige Lieferumfang. Eine Tasche, ein Kabel, einen Gurt, / Signature Plektren und Appetite for instructions. Read these instructions, keep these instructions, head all warnings and of course follow these instructions. Allerdings lehnt man sich mit Appetite for Destruction schon sehr weit aus dem Fenster. Und wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt, sollte beispielsweise sowas nicht passieren. Einerseits hier einzugravieren, Performance is our passion und dann diese Metallplatte schief anzuschrauben. Ranger Paul hat eingangs erwähnt, dass die Gitarre nur über 2 Potentiometer verfügt. Die gehen aber dafür schwer für 4 und sind außen nicht mal geriffelt. Und was uns wirklich störend aufgefallen ist, sind mal wieder, wie bei Epiphone üblich, hatten wir das nicht schon mal in einem Test? Bei einer Epiphone Hummingbird waren auch schon die Einschlaghülsen nicht wirklich in die Kopfplatte reingehämmert, sodass die Stimmstabilität nicht dauerhaft gewährleistet ist. Es ist zwar schön, wenn man mit dem eingebauten Shadow E-Tuner dieses Problem immer wieder beheben kann, es ist aber einfach schade, wenn es dauernd auftritt. Kommen wir nun zum Fazit. Bei mir ist es eine klare Tonne, weil ich brauche eine gewölbte Decke auf einer Les Paul, sonst ist es für mich keine Les Paul. Und ich brauche auch nicht so einen Firlefanz. Außerdem funktioniert der Tuner sowieso nur, wenn ich das Volume Putty leicht aufdrehe. Das heißt, mal eben heimlich stimmen auf der Bühne ist
ist nicht. Was mir auch nicht gefällt, ist auf der Rückseite so ein kleiner Plastikdeckel, wo eine Knopfbatterie drin ist, um diese Lämpchen hier zu beleuchten. Der Purist in Ranger Michi ist schwer enttäuscht. Jetzt kommst du. Ich hatte schon billigere und bessere Schraubhalsgitarren in der Hand, aber mir reicht es nicht ganz für die Tonne, deswegen schweren Herzens sogar Goldständer. Und jetzt ist es an euch, liebe Zuschauer, zu votieren. Was machen wir mit der Epiphone AfD Les Paul? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen und postet fleißig, ob es für euch ein Goldständer ist oder doch eine Tonne. Ansonsten bedanken sich die Ranger Paul und Michi bei euch fürs Zuschauen. Liked unser Video, abonniert unseren Channel und folgt uns auch auf anderen sozialen Medien. Bis zum nächsten Mal. Ciao.